Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Teil des Tutorials zu Vektor- und Rasterformaten. Am Ende dieses Videos wirst du deinen selbstgemachten individuellen Untersetzer in der Hand halten. Als erstes legen wir den Filz in der Wunschfarbe und Stärke in den Arbeitsbereich von Mr. Beam. Nun fokussieren wir den Laserkopf. Wie das geht, erfährst du im separaten Video auf unserem Kanal oder in der Mr. Beam Knowledge Base, verlinkt in der Videobeschreibung. Nun öffnen wir im Browser die Software und klicken im Menü auf Datei. Jetzt wählen wir unsere Bilddatei aus und klicken zum Hochladen auf OK. Die Datei sollte jetzt in der Designbibliothek aufgeführt werden. Wir klicken drauf und gelangen zum Arbeitsbereich, auf dem unser Bild bereits platziert erscheint. Dies wird durch die integrierte Kamera ermöglicht, ein Special Feature von Mr. Beam, die ca. alle 5 Sekunden ein neues Bild vom Arbeitsbereich aufnimmt und es an deinen Computer schickt. Wir können jetzt das Design verschieben, sodass wir das Filzmaterial am besten ausnutzen, lassen aber trotzdem einen Sicherheitsabstand zum Rand. Bei Bedarf können wir das Bild auch skalieren, aber wir haben es ja bereits in Illustrator in der richtigen Größe angelegt. Wenn alles passt, können wir nun zum letzten Schritt übergehen und klicken auf Lasern. Keine Angst, Mr. Beam legt nicht gleich los, sondern es kommt noch ein Fenster, wo wir diverse Einstellungen verändern können. Als erstes wählen wir das passende Material, in unserem Fall ist es Filz, dann die Farbe und die Stärke. Wir sehen, es wurde automatisch ein Gravier- und ein Schneidejob erstellt. Dabei wird uns beim letzteren eine rote Linie angezeigt. Wir lassen alles bei den empfohlenen Einstellungen, diese Werte sind allerdings mehr zur Orientierung da. Und es ist immer sinnvoll, mit den Parametern zu experimentieren, um die optimalen Einstellungen für das eigene Material zu finden. Und jetzt geht es auch richtig los. Wir klicken auf OK, überprüfen kurz, ob der Laserkopf richtig fokussiert ist, schließen den Deckel und drücken auf den magischen Knopf. Tada! Da ist er, unser Untersetzer. Jetzt bist du gut gerüstet, um deinem Erfindergeist freien Lauf zu lassen und deine persönlichen Projekte ins Leben zu rufen. Und bitte vergiss nicht, deine Kreationen mit unserer Community zu teilen. Wenn dir unsere Tutorials gefallen, abonniere unseren Kanal, um keine Neuerscheinungen zu verpassen und klicke auf Like unter dem Video.